Oft genieße ich es zwar, meine Modellbahn auf klassische Art manuell ganz einfach nur selbst zu steuern und die Triebfahrzeuge mit einem Handregler über die Anlage zu fahren. Meistens möchte ich aber als Zuschauer in aller Ruhe vor meiner Anlage sitzen und die Züge betrachten, wie sie abwechselnd ihre Runden ziehen. Von Geisterhand gesteuert im Bahnhof einfahren, punktgenau am Bahnsteig anhalten und nach einiger Zeit wieder abfahren. Dabei habe ich in den 30 Jahren meines Modellbahnhobbys verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, Züge automatisch zu steuern, von denen ich heute 5 ganz unterschiedliche Wege vorstellen möchte. 2 der 5 Ansätze sind auch für analoge Modellbahnen geeignet, 4 für eine digitale Anlage, wobei ich mittlerweile einen ganz klaren Favoriten habe. Welcher das ist und warum ich diesen so gut finde, seht ihr in diesem Video. Die klassische Version einer Teilautomatisierung einer analogen Modellbahn ist ein Pendelzugbetrieb zwischen 2 Gleisen einzurichten. So kann zum Beispiel ein Schienenbus zwischen 2 Bahnhöfen oder auch eine kleine Rangiereinheit zwischen 2 Betriebsstellen hin und her pendeln. Erreicht der Zug seine Haltestelle, bremst er ab und wird nach der eingestellten Wartezeit in entgegengesetzter Richtung wieder auf die Reise geschickt. Fährt der Zug dann in die zweite Trennstrecke ein, hält der Zug wieder entsprechend der vorgegebenen Zeit und fährt dann erneut zum anderen Streckenende zurück. Von Modellbahn Schönwitz gibt es den entsprechenden Pendelzugautomatik-Baustein für Gleichstrombahnen für rund 20 €. Modellbahnseitig muss an den Haltepositionen jeweils eine Schiene isoliert, diese Trennstelle mit einer Diode überbrückt und der Elektronikbaustein angeschlossen werden. Damit ist der Aufwand sehr überschaubar. Allerdings ist der Ablauf starr immer dasselbe und die Züge halten recht abrupt am Ende der Strecke an. Zudem gibt es diese Lösung meines Wissens nach nur für Gleichstrommodellbahnen. Eine sehr ähnliche Lösung, die gleichermaßen für Gleich- als auch Wechselstrom, Analog- und digitale Modellbahnen eingesetzt werden kann, ist mit Hilfe von Relais und Belegmeldern einen vergleichbaren Ablauf selbst zu gestalten. Als Belegmelder kann ein Schaltgleis, ein Riedkontakt oder auch ein Kontaktgleis dienen. Dieser Schaltkontakt kann mit Hilfe von Relais Gleisabschnitte stromlos schalten oder auch den Strom wieder einschalten, sodass ebenfalls einfache automatische Abläufe realisiert werden können. Allerdings auch hier eher immer in derselben Form und ohne Zufallsprinzip oder Abwechslung. Und für einen Fahrtrichtungswechsel dürfte es schon eines größeren Schaltungsaufwandes bedürfen. Zudem sorgt das einfache Prinzip Strom an, Strom aus für sehr ruckartige Fahrmanöver der Triebfahrzeuge und das Fahrlicht geht dazu immer an und aus. Was bei langsam fahrenden analogen Zügen noch vernünftig aussehen mag, wenn die Triebfahrzeuge schneller fahren oder gar bei digitalen Lokomotiven mit Sound, wirkt das schlagartige Stoppen und Anfahren der Züge in meinen Augen sehr unschön. Mit der Einführung des Memory-Stereopuls bei der ersten Digitalzentrale von Märklin musste man die automatische Reaktion auf ein Ereignis nicht mehr quasi hart verdrahten, sondern konnte dies nun programmieren und falls gewollt immer wieder ändern. Auch die nachfolgenden CS2 und CS3 boten nun in der Zentrale selbst diese Möglichkeit der Ereignissteuerung. Das heißt, man kann festlegen, welche Aktionen beim Auslösen eines bestimmten Kontaktes ausgelöst werden, welche Züge angehalten und welche auf die Reise geschickt werden. Da gerade hier im Digitalbetrieb das einfache Stromdurchschalten eines Gleisabschnitts mit abrupten Anhalten und Verstummen der Lok sehr negativ auffällt, sehe ich diese Automatisierungsvariante sehr häufig in Kombination mit Bremsmodulen. Das Bremsmodul ermöglicht dabei das vorbildgerechte, langsame Abbremsen und Anhalten. Neben dem nicht zu unterschätzenden finanziellen Mehraufwand muss für einen Halteabschnitt das Gleis auch mehrfach isoliert werden. Außerdem müssen die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Anlage, die Länge der Bremsstrecken und die Bremsparameter jedes einzelnen Triebfahrzeugs auf der Anlage aufeinander abgestimmt werden. Ansonsten bremsen die Züge doch wieder sehr abrupt oder aber zu langsam und fahren am Ende über das Signal hinaus,
bleiben bestenfalls stromlos in einem Nothalteabschnitt stehen. Sind die Triebfahrzeuge alle gut eingestellt, so ist die Wirkung dieser Lösung jedoch sehr überzeugend. Bremsen die Lokomotiven doch schön langsam ab und Licht und Sound bleiben, vor dem Signal stehend, weiter an. Für meinen Geschmack ist der Aufwand dieser Option jedoch im Vergleich zu den beiden folgenden zu hoch und ich würde eine Anlage heute eher nicht mehr mit Bremsmodulen ausrüsten. Denn mit dem Aufkommen der PC-Steuerung, auch für die Modelleisenbahn, lässt sich ein vergleichbarer Effekt, wie ich finde, einfacher erzielen. Da wäre zunächst das Pendant zu den Bremsmodulen, nämlich eine Anlage, die pro Haltepunkt 3 getrennte Gleisabschnitte hat. Hier heißen sie zumeist Melde-, Brems- und Haltebereich. Und es braucht eine PC-Modellbahnsteuerung, die den Zug im Bremsabschnitt auf eine definierte Geschwindigkeit langsamer werden lässt und erst im Haltebereich zum Stoppen bringt. Diese Prozedur können, denke ich mal, alle auf dem Markt befindlichen PC-Modellbahnsteuerungsprogramme. Allerdings muss auch hier für ein schönes Fahrerlebnis die Länge des Bremsabschnitts bereits beim Bau richtig festgelegt werden. Während nämlich für langsam fahrende Nebenbahngarnituren wenige Zentimeter bereits ausreichen, benötigt man für ein plausibel wirkendes Anhalten eines Schnellzuges rasch mal 1 bis 2 Meter Bremsstrecke. Und das muss man auch hier bereits beim Bau festlegen und die Gleise entsprechend isolieren. Die Bremsparameter der einzelnen Lokomotiven findet man eventuell etwas leichter, denn bei der Bremsrampe unterstützt ja auch Kollege PC. Sollte dieser am Ende aber doch zu langsam bremsen, erfolgt der finale Halt im Halteabschnitt dann doch wieder recht ruckartig. Oder aber auf der anderen Seite kann der Zug auch zu rasch abgebremst werden und er schleicht anschließend unnatürlich lange mit geringer Geschwindigkeit vor sich hin, bevor er den Halteabschnitt erreicht und zum Stoppen kommt. Nicht ideal finde ich außerdem, neben dem, dass man ebenfalls mindestens 2, vielleicht viele empfehlen 3 isolierte Gleisabschnitte fix richtig einbauen muss, die fehlende Flexibilität. Die Gleistrennung legen fest, an welcher Stelle der Zug anhält. Punkt. Was für ein Signal noch gut passt, stört mich dann in einem Bahnhof, wo ein langer Personenzug durchaus bis zum Signal vorfahren darf, ja, aber eine kurze Triebwagengarnitur soll bei mir auch einmal in der Bahnsteigmitte anhalten. Und ein punktgenaues Anhalten meiner Köpfe in der Mitte meiner nur 10 cm langen Margot-Drehscheibe hätte ich mit dieser Methode definitiv nie und nimmer hinbekommen. Deshalb verwende ich persönlich mittlerweile ausschließlich die letzte Automatisierungsvariante, die ich heute vorstellen möchte. Bei WinDigipad heißt diese Option Halten auf einem intelligenten Zugnummernfeld. Soweit ich weiß, beherrscht aber auch iTrain diese Übung. Inwiefern noch andere PC-Steuerungsprogramme das vermögen, kann ich allerdings nicht sagen. Wie funktioniert dies nun und was ist der Vorteil? Bei meiner Anlage habe ich für sämtliche Haltebereiche lediglich noch einen einzelnen Gleisabschnitt von etwa 1 bis 2,5 Meter Länge. Das Programm kennt die Länge jedes Gleises auf den Zentimeter genau. Zudem weiß es, wo gegebenenfalls der Bahnsteig oder auch Signale stehen. Beim Einfahren in den Haltebereich berechnet das Programm selbst, wie stark es das Fahrzeug in Abhängigkeit von seiner aktuellen Geschwindigkeit abbremsen muss, um zentimetergenau am gewünschten Punkt anzuhalten. Und das wunderschön sanft und ruckfrei. Bei sehr langen Halteabschnitten, bei denen langsame Fahrzeuge gefühlt ewig lange ausschleichen würden, bevor sie endlich zum Stehen kommen, kann man festlegen, dass nach Erreichen des Kontaktbereichs erst noch eine definierte Strecke mit unveränderter Geschwindigkeit weitergefahren wird, bevor das Fahrzeug abgebremst wird. Außerdem habe ich alle meine Triebfahrzeuge eingemessen. Das heißt, WinDigipad kennt deren Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Fahrstufe. Mit diesen beiden Informationen kann das Programm jede meiner Lokomotiven mit einer Genauigkeit von etwa plus minus 10 cm an quasi jedem beliebigen Punkt meiner Anlage anhalten.
Nun möchte ich natürlich nicht jede Lok überall stoppen, aber trotzdem genieße ich die durch diese Variante gewonnene Flexibilität enorm. Kürze Triebfahrzeuge kann ich ganz einfach in der Mitte eines Schattenbahnhofsgleises anhalten und habe vorne und hinten den maximalen Sicherheitsabstand. Vor einem Signal halten alle Züge geschmeidig und mit linearer Bremsrampe, ohne irgendwelche Geschwindigkeitssprünge in dem von mir gewünschten Abstand. Und im Bahnhof kann ich bei jeder Zugfahrt neu entscheiden, ob ein Zug in der Bahnsteigmitte anhält oder doch am Anfang oder am Ende, vielleicht doch vor dem Signal, egal. Dabei muss ich das Ganze noch nicht beim Bau meiner Modellbahn festlegen, welche Haltepunkte es denn nun alles geben soll. Im Gegenteil, wie erwähnt, habe ich ja nur noch einen Kontaktabschnitt pro Bahnhofs- oder Schattenbahnhofsgleis und damit viel weniger Trennstellen und Verkabelungsaufwand als bei der vorigen Option, bei der ich bei einem Gleis, das in beiden Richtungen befahren wird, bis zu 5 Gleisabschnitte gegeneinander isolieren müsste. Einzig bei sehr langen Bahnhofs- oder Schattenbahnhofsgleisen von deutlich mehr als 2-3 Meter habe ich diese ebenfalls in 2 Sektoren getrennt. Denn die Bremsbereiche wären bei mir andernfalls bis zu rund 6 Meter lang. Und ich fürchte, dass die Genauigkeit, mit der ein Zug an einem bestimmten Punkt anhalten kann, bei einer so langen Fahrstrecke dann doch sehr leiden würde. Daher habe ich versucht, die Kontaktbereiche, in denen Züge punktgenau anhalten sollen, nicht länger als vielleicht 2,50 Meter zu machen. Diese Form der Automatisierung begeistert mich tatsächlich immer noch, fast wie am ersten Tag. Und ich genieße es, den Zügen mit der Festlegung der Fahrstraßen mitzuteilen, wo sie anzuhalten haben. Und dann zu beobachten, wie sie sanft und punktgenau eben dort zum Stillstand kommen. Dies funktioniert erstaunlich gut und es kommt quasi nie vor, dass sie signifikant über das Ziel hinausschießen oder auch viel zu früh stehen bleiben würden. Stehen und fallen tut es einerseits damit, dass die Züge auch stets den richtigen Weg durch das Weichengewirr finden. Deshalb verwende ich Servos zum Antrieb meiner Weichen, sodass Fehlstellungen von Weichen eigentlich nie vorkommen. Außerdem ist es, wie bereits gesagt, Voraussetzung, dass sämtliche Züge eingemessen sind, wofür man entweder eine Messstrecke oder etwas komfortabler, entweder einen Rollenprüfstand oder Lichtschranken verwenden kann. Ich hoffe, ihr konntet einige interessanten Infos mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.